Mein Vortrag geht es in Richtung Muskel und Sehnen als eine Einheit, die hoffe ich, am Ende zeigen werde, dass die zusammengehört, sehr wichtig ist für die Leistungsfähigkeit, aber auch oft Probleme bereitet, und dazu muss man bestimmte Maßnahmen initiieren. Ich denke, naja. Also wir starten stressfrei in den Tag. Ne? Auch Diamant ist halt alle Zeit der Welt. Jetzt läuft die Folie. Okay, ich denke, jetzt funktioniert das. Ich denke, diese Bildung, die habt ihr alle gesehen. Das ist die charakteristische Kraftdeformationskurve von einer Sehne. Die Kurve sagt uns, wenn eine Kraft auf die Sehne wirkt, die Sehne wird deformiert. Je größer die Kraft ist, desto größer ist die Deformation, desto größer ist auch die Beanspruchung auf die Sehne. Weil wir wissen, dass die Sehne in etwa bei 10–12% Dehnung sich reißt, und diese Grenze, die kann nicht durch Training beeinflusst werden. Darüber hinaus wissen wir, dass, obwohl die Sehne keine Kräfte generieren kann, beeinflusst die Muskelkraft sehr viel. Im Allgemeinen, die Sehne reduziert die Verkürzungsgeschwindigkeit der Muskelfaser, und somit dann steigt das Kraftpotenzial des Muskels, Kräfte zu generieren, anhand der Kraft-Geschwindigkeitsrelation. Etwas anderes ist, dass die Sehne auch aufgrund, dass sie elastisch ist, Energie speichern kann, und die kommt wieder zurück, wenn die Sehne entlastet wird. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, dass dieser erste Effekt, der nicht so bekannt ist, scheint viel größere Bedeutung zu haben. Ihr seht hier zum Beispiel, das haben wir jetzt letztes Jahr gemacht, da sind beim Squat Jump und Counter Movement Jump die Verkürzungsgeschwindigkeit während der Abdruckphase, in diesen zwei Sprüngen, die Muskelsehne-Einheit und hier die Muskelfaser. Die haben wir durch Ultraschall gemessen. Ihr seht, dass die Verkürzungsgeschwindigkeit der Muskelfaser in beiden Sprüngen viel geringer ist im Vergleich zu der Muskelsehne-Einheit. Und noch wichtiger, während des Counter Movement Jump, wo die Verkürzungsgeschwindigkeit groß sind, diese Reduktion ist viel größer, was man hier in diesem Verhältnis Counter Movement Jump zu Squat Jump sieht, wo es im Bereich der Faser diese Ratio geringer ist. Wir werden jetzt auch hier sehen, ein Verhältnis der Steifigkeit hier der Patellasehne mit der Raten der Kraftentwicklung, also die Schnellkraft. Wir sehen hier eine hohe Korrelation Steifigkeit zu Schnellkraft. Wieder etwas, wo die Eigenschaften der Sehne, die keine Kräfte generieren, die Muskelkraft beeinflusst. Aber auch hier die Steifigkeit, Patellasehne mit der Sprunghöhe beim Squat Jump und Counter Movement Jump. Wir wissen im Kinder, dass die Schnellkraft viel geringer ist. Wir sehen hier 7 bis 11 Jahre alt, und wenn das mit Erwachsenen vergleicht, ihr seht, diese Raten der Kraftentwicklung sind viel geringer bei den Kindern. Bis jetzt, die meisten Erklärungen, die waren aufgrund der Hypertrophie, also der physiologische Querschnitt beim Kind ist ja geringer, was auch die Schnellkraft, die Raten der Kraftentwicklung beeinflusst, oder neuronale Faktoren. Ich werde gleich zeigen, dass auch die Sehne, die Steifigkeit der Sehne eine Rolle spielt. Ein anderes ist die elektromechanische Verzögerung. Ihr seht, dass elektromechanische Verzögerung ist da, wo ein Reiz entsteht, ein Aktionspotenzial, bis die Entwicklung der Kraft ist.
Diese Zeit ist sehr, sehr wichtig für reaktive, schnell, kräftige Bewegungen und Belastungen. Wir sehen auch, dass beim Kindern diese elektromechanische Verzögerung viel größer ist als bei Erwachsenen. Ich werde gleich zeigen, dass auch die von der Eigenschaften der Sehne zeigt. Da sehen wir hier auch hier Verhältnisse, Steifigkeit der Achillessehne und ratende Kraftentwicklung, Schnellkraft, sowohl im Kinder eine positive Korrelation als auch beim Erwachsenen. Und hier die elektromechanische Verzögerung in Abhängigkeit der Achillessehne, Steifigkeit, hier die Kinder, hier die Erwachsenen, wir sehen eine klare negative Korrelation, einen direkten Effekt der Steifigkeit auf diese Fähigkeiten des Muskels. Es ist mehr als 10 Jahre her, wo wir auch einen Effekt der Steifigkeit der Achillessehne auf viel komplexere Bewegungen, wie zum Beispiel Laufökonomie, gezeigt haben. Wir haben damals gefunden, dass die ökonomischeren Läufer eine höhere Steifigkeit in der Achillessehne und eine höhere kontraktile Kapazität, also eine höhere Muskelkraft in der Wademuskulatur zeigen. Ein paar Jahre später, eine Gruppe aus Calgary fanden auch eine negative Korrelation zwischen Steifigkeit der Achillessehne und Energiekosten beim Laufen und haben unsere Resultate auch bestätigt. Hier sehen Sie aktuelle Daten aus der Kings-Studie. Das ist die Sprunghöhe beim Dropjumps, beim Tiefsprungen. Wir sehen hier auch eine positive Korrelation Patellasehnensteifigkeit, Sprunghöhe im Dropjumps und auch hier die maximale Landeflexionskraft. Und wenn die zusammenbringt, das heißt die Steifigkeit der Sehne und die maximale kontraktile Kapazität der Wademuskulatur, die Aufklärung des Dropjumps Höhe wird viel größer. Aus diesen Ergebnissen und Befunden können wir sagen, dass die mechanischen Eigenschaften der Sehne beeinflussen die Leistungsfähigkeit sowohl bei submaximalen als auch bei maximalen Intensitäten. Die Sehne aber bereitet auch Probleme. Wir wissen, dass insbesondere im Leistungssport die Prävalenz von Tendinopathien ist ziemlich groß. Insbesondere bei Sportarten wie Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Sprungdisziplinen. Die Prävalenz von Tendinopathien ist über 40–50%. Und wenn man Sportler, Sportlerinnen mit Tendinopathien und mit gesunden Sportler und Sportlerinnen vergleicht, findet, dass die Muskelkraft in etwa gleich ist, der Querschnitt der Sehne wird reduziert und so die Spannung, das heißt die Kraft, die auf die Sehne, auf dem Querschnitt der Sehne wirkt, ist höher. Das heißt, wir haben eine größere Belastung auf die Sehne, aufgrund, dass die Muskelkraft gleich bleibt und der Querschnitt ist geringer. Wenn man allgemein betrachtet, gesunde Leute, Sportler oder normale Bevölkerung, findet eine sehr hohe Korrelation zwischen Muskelkraft und Steifigkeit hier der Achillessehne. Diese hohe Korrelation, diese uniforme, homogene Verstärkung von Muskelkraft und Steifigkeit der Sehne erhöht auch die tolerierte mechanische Belastung der Sehne. Das können wir in der zweiten Abbildung hier schauen. Was wir also hier haben, wir haben 3 Gruppen, das sind Sprinter, Langstreckenläufer und nicht Personen, die keinen Leistungssport machen. Das ist hier die Dehnung, hier ist die Kraft,
die auf die Sehne wirkt durch maximale isometrische willkürliche Kontraktionen. Was wir alle wissen, ist, die Sprinter sind viel stärker als die Langstreckenläufer oder die untrainierte Personen. Trotzdem, aufgrund, dass sie eine höhere Steifigkeit in der Sehne zeigen, die maximale Dehnung, obwohl die Muskelkraft viel höher ist, die maximale Dehnung ist genau gleich wie bei den anderen Gruppen. Bedeutet, die Beanspruchung ist genau die gleiche, aufgrund, dass eine höhere Steifigkeit sie in der Achillessehne haben. Ein starker Muskel muss mit einer starken Sehne in Verbindung sein, damit man solche sportliche Leistung, aber auch von einem präventiven, von einem gesundlichen Aspekt alles gut funktioniert. Ich möchte jetzt zeigen, so grafisch, was bedeutet, wenn das jetzt keine uniforme Adaptation zwischen Muskelkraft und Sehne existiert, was die Konsequenz ist. Wir sehen auch diese Kurve, das ist hier die Kraft, hier ist die Dehnung, also die Beanspruchung. Wenn wir jetzt durch irgendein Training oder während einer Trainingsperiode ein Kraftzuwachs existiert in der Muskel-Sehne-Einheit, ohne dass die eingeschaftete Sehne sich verändert. Wenn hier Kraftzuwachs existiert, die Dehnung, die Beanspruchung wird höher. Also das ist etwas, was theoretisch passieren kann, weil a. Muskel und Sehne ganz unterschiedliche Reize haben, um sie zu adaptieren, aber auch der zeitliche Verlauf der Adaptation zwischen Muskel und Sehne unterschiedlich sein kann. Zum Beispiel, wir haben in den letzten Jahren so eine Meta-Analyse gemacht, um zu sehen, ob die Intensität des Trainings einen Effekt auf die Steifigkeit der Sehne hat. Also wir haben insgesamt 27 Studien gefunden, inkludiert war die Patellasehne und die Achillessehne. Und ihr seht, ein Effekt der Steifigkeit gibt es nur, wenn es eine höhere Belastung auf die Sehne auftritt. Das heißt Training, das 80, 85 plus Prozent der maximale willkürliche Kontraktion dann gemacht wird. Mit submaximalen Intensitäten, obwohl die Muskelkraft auch trainiert werden kann. Es gibt schon Studien, die zeigen, dass wenn es jetzt submaximale Belastungen bis zur Ermüdung der Muskel gehen, ob das jetzt 40, 50% der maximale Kraft ist oder 80, 85% der maximale Kraft, die Hypertrophie des Muskels ist gleich, weil einfach der Mechanismus ist, müssen ja alle motorische Einheiten irgendwo rekrutiert werden und trainiert werden. Wenn ich mit 40% starte und gehe bis zur Ermüdung, dann habe ich am Ende 80, 90% willkürlich meine motorischen Einheiten rekrutiert und trainiert. Wenn ich mit 80% oder 85% starte und bis zur Ermüdung gehe, dann habe ich wieder diese 90%, vielleicht 95% meine motorischen Einheiten rekrutiert und trainiert. Das funktioniert bei der Sehne aber nicht. Die Sehne, die zeigt keine Hysterese. Das heißt, wenn ich die Sehne starte, mit einer bestimmten Dehnung zu belasten, ich kann bis zur Ermüdung, ich kann noch 10, 20, 30 Kontraktionen machen, die Sehne wird da bleiben, weil der Muskel früher ermüdet wird, bis dann die Sehne in die Hysterese geht, im Kriechen geht. Und das haben wir schon vor 12, 13 Jahren gezeigt. Wenn wir auch jetzt die Wachstumsfaktoren, die Expression von Wachstumsfaktoren im Muskel und der Sehne schauen, wir sehen hier auch bei submaximalen Belastungen schon Änderungen in den Wachstumsfaktoren im Muskel. In der Sehne passiert überhaupt nichts oder ganz, ganz wenig. Wir haben auch mal damals so ein Training gemacht, submaximale Belastungen, 55% der maximale Kraft und 90% der maximale Kraft. 14 Wochen lang. Was wir gefunden haben, eine Zunahme in der Muskelkraft in beiden Interventionen. Eine
Zunahme der Steifigkeit der Sehne war das nur mit der hohen Intensität. Und die Konsequenz ist, dass nach der Intervention die Dehnung, also die Beanspruchung der Sehne beim Training mit der geringeren Belastung höher ist, weil da nur die Muskelkraft trainiert worden ist und sie höher geworden ist. Also ihr seht, gibt es solche Möglichkeiten, dass das eine Disbalance zwischen Muskel und Sehne existiert. Und die eventuell dann die Tendinopathien, das Risiko von Tendinopathien beeinflusst. Und Tendinopathien sind auch bekannt im Kindes- und Jugendalter. Ihr seht hier eine Meta-Analyse im Bereich von 8 bis 20, 21 Jahre. Ihr seht, dass sowohl auch im Kinderbereich ab und zu Tendinopathien existieren, aber 15, 16, 17 Jahre alt, da ist dann die Häufigkeit ziemlich groß. Und richtig im Kinder- und Jugendbereich. Wir haben, also gestern haben wir ja oft dazu gehört, es gibt im Nachwuchsleistungssport 2 Stimuli, die dann die Adaptation von Muskel und Sehne beeinflussen. Einmal ist die mechanische Belastung, das Training, und zweite ist die Reifung. Und wenn man rein jetzt hypothetisch denkt, das heißt 2 Reize, die diese Adaptation beeinflussen, dann kann ja die Wahrscheinlichkeit, dass eine Disbalance zwischen der Adaptation von Muskel und Sehne existiert, höher sein. Diese Fragestellung haben wir in den letzten Jahren mit einer Reihe von Studien versucht zu forschen. Und zwar, unsere Fragestellung war, ist das Risiko von Disbalancen zwischen Muskel und Sehne bei Nachwuchsleistungssportlern höher? Die Methode, die wir angewandt haben, ist das einmal MRT, wo wir das Muskelvolumen der 3 Quadrizepsmuskeln rekonstruiert haben und gemessen haben, Vastus lateralis, Vastus intermedius, Vastus medialis, die Morphologie der Sehne und auch dann durch Ultraschall die Deformation der Sehne während maximale willkürliche Kontraktionen. Das hoffe ich, seht ihr das jetzt gleich. Man sieht jetzt, das ist die Patellasehne hier. Ihr seht eine maximale willkürliche Kontraktion und ihr seht, wie hier die Deformation auf die Sehne durch die Muskelkraft zustande kommt. Und zusammen mit Dynamometrie waren wir dann in der Lage, die Kraftdeformationscharakteristik, also sprich die Steifigkeit, beziehungsweise die Spannung-Dehnungscharakteristik, sprich das Elastizitätsmodul, also die Materialeigenschaften der Sehne zu messen, zu bestimmen. Zuerst haben wir vergleicht Athleten in mittleren Adoleszenz, 16, 17 Jahre alt, mit Athleten, die früher Leistungssportler waren, im mittleren Alter, um die 47 Jahre alt, die waren Volleyballer, beide Gruppen, die aber in etwa 3-mal noch trainierten die Woche und auch Wettkämpfe gemacht haben. Ihr seht hier die maximale Knieextensionsmoment. Hier ist die Patella-Querschnitt und die maximale Spannung der Patellasehne. Für den jungen Athleten, den mittleren Alterathleten, Männer und Frauen. Wir sehen, dass die jungen Athleten in Muskelkraft der Knieextensoren genau gleich sind wie die von 47, also die früher Leistungsathleten. Die Patellasehne aber, die ist geringer bei den jungen Athleten. Und die Konsequenz ist, dass bei einer maximalen willkürlichen Kontraktion die Spannung, also die Belastung auf die Patellasehne bei den jungen Athleten höher ist. Das heißt, hier sehen wir schon eine Indikation, dass
bei den jungen Athleten irgendwo so eine vielleicht Disbalance existiert zwischen Muskel und Sehne. Und erinnert ihr, dass höhere Spannungen einen Zusammenhang mit der Tendinopathie zeigen. Dann später haben wir wieder Volleyballathleten mit Untrainierten verglichen, 16, 18 Jahre alt. Ihr seht hier, das ist die Nichtathleten, Männer und Frauen, und hier die Athletin. Das ist hier die maximale Kraft, die auf die Sehne kommt, das heißt, es ist die Muskelkraft. Und hier ist die Steifigkeit der Patellasehne. Ihr seht, dass die Athleten höhere Muskelkraft zeigen, aber auch eine höhere Steifigkeit. Aber wenn man das hier vergleicht, sieht, dass die Zunahme der Muskelkraft ist etwas höher als die Zunahme der Steifigkeit. Und die Konsequenz ist, dass solche maximale Kontraktionen, die maximale Dehnung bei den Athleten ist viel höher. Also die Beanspruchung der Patellasehne bei den Athleten ist höher. Letztes Jahr, das ist noch unpubliziert, haben wir verschiedene auch Gruppen verglichen, Athleten und Nichtathleten. 12, 14 Jahre alt, 16, 18 und Erwachsene. Wieder Nichtathleten und Athleten. Man sieht, hier ist die Muskelkraft, eine Zunahme, was bekannt ist. Die Athleten sind kräftiger. Ähnlich sehen wir eine Zunahme der Steifigkeit, hier die Patellasehne. Die Athleten zeigen auch höhere Steifigkeit, also Effekt vom Alter und auch vom Training. Aber wenn man vergleicht und sieht, den Zusammenhang zwischen Muskelkraft und Steifigkeit der Patellasehne bei den jungen Athleten, diese Linearität, dieser Zusammenhang ist reduziert. Da finden wir höhere Fluktuationen in diesem Zusammenhang zwischen Muskelkraft und Steifigkeit der Sehne. Dann sind wir in einem langfristigen, longitudinalen Design gegangen. Das heißt, wir haben einmal wieder Volleyballathleten, die waren so Athleten der Nationalkader hier im Olympiastützpunkt Berlin. Und wir haben die einmal gemessen, etwa 16 Jahre alt und dann 2 Jahre später, also die gleiche Athletin, um zu sehen, wie die Adaptation von Muskel und der Sehne innerhalb von 2 Jahren stattfindet. Ihr seht hier, das ist hier der Muskelvolumen von Vastus medialis, lateralis und intermedius vor und nach 2 Jahren. Ihr seht eine Zunahme in allen 3 Muskeln von Muskelvolumen, also eine deutliche Hypertrophie. Und hier sehen wir den Querschnitt der Patellasehne vom proximal bis zu distalen Teil im 16 Jahre und hier 18 Jahre alt. Wir sehen hier auch eine Hypertrophie in der Patellasehne. Wenn wir jetzt die prozentuale Differenz, also das heißt Änderung schauen, wir sehen hier im Muskelvolumen, aber auch den maximalen anatomischen Querschnitt der Quadrizepsmuskel eine Zunahme, die in etwa 7–8% ist. Also eine Hypertrophie 7–8% innerhalb von 2 Jahren. Die Hypertrophie in der Patellasehne, die ist 27%. Also viel höher als den Muskeln. Und das natürlich in diesem Alter ist das gut, weil obwohl jetzt nach 2 Jahren die Athleten hier kräftiger geworden sind, aufgrund, dass die Querschnitt höher ist, die maximale Spannung, also die Belastung aufgrund jetzt der höheren Adaptation in der Querschnitt der Patellasehne geringer ist. Und wir sehen hier auch, dass man den Adaptationsverlauf innerhalb von 2 Jahren nicht homogen zwischen Muskel und der Sehne verläuft. Dann sind wir in einem Jahresbereich eingegangen. Das heißt, wir haben jede 3 Monate innerhalb von einem Jahreszyklus sowohl die Muskelkraft, aber auch die Steifigkeit der Sehne gemessen.
Ihr seht hier, das ist hier die maximale willkürliche Kontraktion von Athleten und eine Kontrollgruppe, also Nicht-Athleten, die sind individuelle Daten und der Mittelwert. Und hier ist die Steifigkeit der Patellasehne, wieder individuelle Daten, Athleten, Volleyballathleten und Kontrolls, also Nicht-Athleten. Was man so hier sieht, gut, die Athleten sind stärker, auch die Steifigkeit ist stärker, was wir erwarten. Aber man sieht hier eine große Fluktuation, eine große Variabilität der maximalen willkürlichen Kraft, also die Muskelkraft bei den Athleten, die viel höher ist als jetzt die Kontrollgruppe. Um das zu quantifizieren, haben wir ein linearen gemischten Effektmodell angewandt und haben wir wirklich gefunden, dass die Fluktuationen in der Muskelkraft bei den Athleten viel höher ist als bei der Kontrollgruppe, also sprich die Nicht-Athleten. Das zeigt sich, dass eine Indikation, dass die Entwicklung der Adaptation innerhalb von einer Jahresperiode zwischen Muskel und Sehne unterschiedlich ist. Und deswegen haben wir dann versucht, diese Ähnlichkeit zu quantifizieren. Und ihr seht hier die Ähnlichkeit der Entwicklung zwischen Muskelkraft und Steifigkeit der Sehne bei der Athleten und der also Nicht-Athleten. Und ihr seht beim Athleten, jungen Bereich, 16, 18 Jahre alt, diese Ähnlichkeit, diese Similarität der Entwicklung von Muskelkraft und Steifigkeit der Sehne unterschiedlich ist. Die Konsequenz dazu ist, dass die Athleten im Mittelwert innerhalb von einem Jahreszyklus hier höhere Beanspruchung, höhere Dehnungen im Vergleich zu Nicht-Athleten zeigen, aber vielmehr eine höhere Fluktuation. Und es gibt Perioden, wo die Dehnung 10–12% ist, also sehr nah an diesen Grenzen der Festigkeit. Summa summarum, wenn man das alles zusammenbringt, findet man hohe Fluktuationen in der Muskelkraft bei den Nachwuchsathleten, also Adoleszenz, 16, 18 Jahre alt sind die. Und auch hier in der Morphologie des Muskels. Hier sind die Federungswinkel von Vastus lateralis. Das heißt, diese Fluktuation, die hier existiert, dann ist das nicht, dass man vielleicht aufgrund die Athleten in der Lage sind, eine höhere Aktivierungslevel zu haben, also mehr den Muskel zu aktivieren, sondern das korreliert hier mit morphologischen Fluktuationen. Und die Konsequenz ist, dass die Fluktuationen in der maximalen Dehnung, also in der Beanspruchung beim Athleten höher ist. Ein letztes Beispiel möchte ich zeigen, die sind jetzt ganz frische Daten, also die sind jetzt diese Woche fertig, wir haben das nicht alles. Und das ist jetzt hier in Achillessehne im Kinderbereich, also 9 Jahre alt. Wieder Athleten und Nicht-Athleten. Und hier sehen wir die Sprunghöhe beim Squat Jump und Counter Movement Jump. Hier die maximale Kraft der Wademuskulatur, wieder Controls und Athleten. Und hier die Steifigkeit der Achillessehne. Man sieht, die Athleten, die haben bessere Resultate in Sprunghöhe im Vergleich zu den Nicht-Athleten. Auch die Muskelkraft ist höher, aber in der Steifigkeit der Achillessehne passiert noch nicht viel. Das ist auch eine Indikation, dass eventuell solche Disbalancen in Muskel und Sehne schon im Kindesbereich existiert. Warum da nicht so vielleicht so häufig Tendinopathien existieren, was das jetzt ganz positiv ist. Ich glaube, im Moment können wir das nicht 100%ig erklären, aber wenn das mal zur Diskussion kommt, ich habe die eine oder die andere Hypothese dazu. Also, durch diese Reihe von Studien, ich denke, wir haben gezeigt und
Das ist für das erste Mal Evidenz, eine nicht uniforme Adaptation von Muskeln und Sehnen bei Nachwuchsleistungssportlern, deutliche Sehnenhypertrophie erst in der späten Adoleszenz, also eine Kräftigung der Sehne im Verhältnis zur kontraktilen Kapazität des Muskels, und eine nicht uniforme Adaptation führte zu phasenerhöhten Beanspruchungen der Sehne während einer Wettkampfperiode. Diese Ergebnisse, denke ich, lassen uns dann bestimmte Konsequenzen ableiten. Und diese Konsequenzen ist, dass man wirklich Gedanken macht, wie man die Sehneadaptation fördern kann. Also, die Konsequenz ist, dass die Notwendigkeit eines spezifischen Trainings der Sehne um Disbalancen bei der Adaptation von Muskel und Sehne vorzubeugen. Jetzt möchte ich wieder nochmal schematisch zeigen, was wir über ein präventives Training der Sehne verstehen. Wir haben jetzt hier die gleiche Abbildung wie vorher. Das ist hier die Kraft, hier die Dehnung als Beanspruchung. Wenn, wie ich vorher gezeigt habe, eine nicht uniforme Adaptation existierte, also Kraftzuwachs ohne eine Änderung in der Eigenschaften hier der Sehne, der Steifigkeit, wir haben eine Erhöhung der Beanspruchung. Wenn aber gleichzeitig durch den Kraftzuwachs eine Zunahme der Steifigkeit der Sehne existiert, dann ist die Beanspruchung, obwohl die Muskelkraft höher ist, gleich. Und das ist, was wir hier mit uniformer Adaptation meinen, damit die Beanspruchung aufgrund der Adaptation des Muskels nicht, die Beanspruchung der Sehne nicht verändert werden kann. Wie trainiere ich jetzt die Sehne? Die Sehne, um trainiert zu werden, beziehungsweise dass sie die Belastung versteht, muss die Sehne deformiert werden. Diese Deformation durch die extrazellulare Matrix geht auf die Zelle. Die Zelle wird auch hier deformiert, versteht, dass eine Belastung existiert und dann initiiert bestimmte biochemische Kaskaden und durch diese biochemische Kaskaden dann haben wir eine Änderung in der Kollagen-Turnover. Wie deformiere ich aber die Sehne? Die Sehne in vivo, also bei Athleten, bei Menschen, die kann deformiert werden, wenn der Muskel Kraft generiert. Also, ihr seht hier, das ist hier ist der Achillessehne, das ist hier der Gastrocnemius medialis und hier ist der Soleus. Ihr seht, wenn jetzt hier Kraft generiert wird, die Sehne wird deformiert. Je höher die Muskelkraft, desto höher die Deformation. So kann ich im Prinzip durch Muskelkraft die Deformation der Sehne kontrollieren. Welche Möglichkeiten hat die Sehne zu adaptieren? Da gibt es zwei. Eine ist die Morphologie, das heißt eine Zunahme des Querschnitts der Sehne. Und eine zweite Parameter ist die Materialeigenschaften, also das Elastizität-Modul. Und das kann durch eine Erhöhung der Dichte oder der Crosslinks, die zwischen der Kollagenphase existieren. Diese beiden, Morphologie und Materialeigenschaften, verursachen eine Steigung in der Steifigkeit der Sehne und so eine Erhöhung der tolerierbaren mechanischen Belastung der Sehne. Wenn wir jetzt von einem mechanobiologischen Gesichtspunkt denken, es gibt insgesamt 4 Reize, die dann die Sehneadaptation beeinflussen können. 4, nicht mehr und auch nicht weniger. Eines ist die Dehnungsamplitude, das heißt, wie hoch ist die Deformation der Sehne. 2 ist die Frequenz, also wie frequenter die Sehne sich deformiert. 3 ist die Dehnungsrate, also wie schnell diese Deformation zustande kommt. Und 3 ist die Dehnungsdauer, also wie lange diese Deformation ist. Die letzten Jahre wiederum in einer Reihe von Experimenten haben wir alle diese 4 Reize versucht, kontrolliert, angewandt im Training und die Resultate geschaut. Und wie haben wir das gemacht? Erstmal hier an der Achillessehne. Einmal haben wir verändert
die Dehnungsmagnitude, also die Intensität erstmal, die Deformation. Wir haben so hier so ein Trainingsprotokoll, 3 Sekunden Belastung, 3 Sekunden Relaxation, einmal mit 55% der maximalen Kraft und einmal mit 90% der maximalen Kraft. 55% der maximalen Kraft, weil vorher wussten, die Belastung verursacht in etwa 2,5% Dehnung in der Sehne. 90% der maximalen Kraft, weil diese Dehnung die ist um die 5,5%. Dann haben wir die Frequenz. Und hier seht ihr 1 Sekunde Belastung, 1 Sekunde Relaxation. 0,17 Hertz hier, 0,5 Hertz hier, also 3-mal höher. Dann haben wir die Dauer, also sprich Deformation, die 12 Sekunden lang hier gehalten worden ist. Und am Ende die Dehnungsrate durch solche plyometrischen Übungen. Ihr seht, hier summa summarum diese Belastungsprotokolle, die wir angewandt haben. Geringere Frequenz, 3 Sekunden Belastung, 3 Sekunden Relaxation, geringere Intensität, geringere Deformation auf der Sehne, hohe Deformation auf die Sehne. Hier hohe Frequenz, 1 Sekunde Belastung, 1 Sekunde Relaxation, wieder geringere Dehnungsamplitude, hohe Dehnungsamplitude. Hier ist dann die plyometrischen Übungen, also die hohe Rate und hier die hohe Dauer. Alle diese Protokolle waren unterschiedlich. Ein Parameter hatten aber gleich. Und das war das Volumen der Belastung. Und das wurde definiert und das Integral der Kraft hier über die Zeit. Damit diese Protokolle vergleichbar sind. Ich gehe zu den Resultaten. Wir sehen hier, das ist hier die Dehnung und hier ist die Kraft, die auf die Sehne kommt. Bei dem Protokoll mit 3 Sekunden Belastung, 3 Sekunden Relaxation, also die geringere Dehnung. Und hier die niedrige Belastung, 55%, und hier die hohe Belastung, also hohe Deformation. Ihr seht, dass eine Zunahme der Steifigkeit der Sehne ist das nur zustande gekommen mit der hohen Intensität, also mit der hohen Deformation der Sehne. Das Gleiche sehen wir auch auf die Materialeigenschaften. Das ist das Elastizitätsmodul. Bei dem 3 Sekunden Belastung, 3 Sekunden Relaxation, hier 1 Sekunde Belastung, 1 Sekunde Relaxation. Also nur eine Adaptation in der Sehne bei der die höhere Intensität des Trainings, also die höhere Deformation auf die Sehne. Dann wollten wir natürlich sehen, welches Protokoll jetzt mit der geringeren Frequenz oder mit der höheren Frequenz bessere Resultate hat. Und dann haben wir die das Verhältnis im Prinzip so verglichen und wir fanden, dass in der Steifigkeit hier die Achillessehne, in der Hypertrophie der Sehne, aber auch in der Muskelkraft, das Protokoll mit der geringeren Frequenz, 3 Sekunden Belastung, 3 Sekunden Relaxation, bessere Resultate zeigte. Dann haben wir das als Referenzprotokoll für die hohe Raten und hohe Dauertraining verglichen. Und wiederum, wir sehen, dass diese Referenz, also hohe Deformation, repetitiv, also nicht statisch, und 3 Sekunden Belastung, 3 Sekunden Relaxation, das heißt, diese Deformation, dass sie etwas beibehalten wird, die bessere Resultate zeigt. Dieses Protokoll, wir empfehlen das für Training und Therapie. Und ich denke, wir haben ein mehr oder weniger optimales Trainingsprotokoll gefunden. Wie gesagt, hohe Intensität, über 85% der maximalen Kraft, repetitive Belastung, 4 Wiederholungen, 5 Serien mit 1-2 Minuten Pause, eine Mindestdauer von 3 Sekunden Belastung, 3 Sekunden Relaxation und mindestens 3 Monate. Empfehlungen für die Trainingspraxis.
Übungen mit hohen Intensitäten. Untergeordnete Rolle der Muskelkontraktionstypus. Es ist egal, ob das jetzt isometrisch, konzentrisch oder exzentrisch tue. Die Sehne versteht keine isometrische, exzentrische oder konzentrische Kontraktion. Wenn eine Kraft auf die Sehne wirkt, die Sehne wird deformiert. Je höher die Kraft ist, desto höher die Deformation. Egal, ob sie exzentrisch oder konzentrisch oder isometrisch ist. Haltende Belastung über ca. 3 Sekunden. Warum das so ist, wissen wir von einem biologischen Gesichtspunkt, molekularbiologischen Gesichtspunkt. Was wir vermuten, ist, dass man diese 3 Sekunden notwendig sind, um die externe Deformation der Sehne auf die Zelle, also durch die extrazellulare Matrix bis auf die Zelle transferiert wird, weil die Sehne, die ist ja viskoelastisch. Das heißt, alle Eigenschaften, die sind zeitabhängig. Repetitive anstelle statischer Übungen. Plyometrisches Training scheint ungeeignet zu sein. Und vielleicht, wenn man so überlegt, dass bei solchen Disziplinen, wo die Sprungübungen als Bestandteil sowohl des Trainings, aber auch als Wettkampfübung ist, da die Tendinopathie höher ist, man muss da Überlegungen machen. Also nicht jetzt das plyometrische Training zu reduzieren oder wegzumachen, sondern Überlegungen in diesen Sportarten machen, dass eine andere Art von Belastung eingebracht werden muss, damit eine gezielte Adaptation in der Sehne stattfindet. Weil plyometrische Übungen scheint der Muskel mehr, aber bei der Sehne ist das nicht der Fall. Und wenn man so hier denkt, wie gesagt, das ist auch eine Hypothese, das ist eine, wo keiner im Moment das weiß, ob das so ist, aber denkt ihr, wenn ich jetzt plyometrische Übungen habe, die sind ja Kontaktzeiten, die 140, 180 Millisekunden stattfinden. Das heißt, die Deformation der Sehne, die geht so in etwa. Und wenn man überlegt, dass mehrere Kollagenfasern sind, es kann so sein, dass diese Belastung, also die Dehnung, die Deformation innerhalb der Sehne ganz unterschiedlich sind. Also bestimmte Kollagenfasern, die etwas mehr und andere etwas weniger. Und beide, sowohl zu viel Deformation, zu viel Dehnung, als zu wenig Dehnung, eine Degeneration in der Kollagenfaser verursacht. Dann längere Trainingsperioden über 12 Wochen. Und wir denken, so ein Training kann die Leistungssteigerung, aber auch Prävention und Rehabilitation fördern. Ich zeige dir ein paar Übungen. 3 Übungen, wo man sowohl exzentrisch, isometrisch, auch klassische, konzentrisch, exzentrisch trainiert wird. Das sind Beispiele. Man kann viele Übungen finden. Wir sehen exzentrisch hier mit einem Bein, hohe Belastung und langsame Ausführung. Isometrisch, 3 Sekunden Belastung, 3 Sekunden Relaxation. Oder klassische Kniebeugen, hohe Belastung, langsame Ausführung, sowohl nach unten als auch nach oben. So, Perspektiven für die Trainingspraxis. Was wir noch zu lösen haben, und hoffentlich haben wir die Möglichkeit dazu, ist das Erkenntnis über die Dosis-Wirkung-Beziehung für die Adaptation von Muskel und Sehne. Wir wissen, dass etwas wirkt, aber immer noch nicht, ob das jetzt wie die Koordination ist. Das heißt, wie viel, wenn es jetzt ein zweites Tag oder jeden Tag oder 2, 3 Tagen und dann etwas dazwischen eine Pause existiert, ob das dann einen Effekt hat. Weil, und das sage ich nicht rein phänomenologisch, sondern es gibt Informationen, wo man sieht, dass der Kollagenturnover ganz unterschiedlich verläuft. Nach 24, 36 Stunden nimmt so eine Höhe. Ob das dann jetzt da die zweite Belastung initiiert oder vielleicht irgendwo anderes, das wissen wir nicht, ob dann ein Effekt auf die Adaptation dann haben kann. Erkenntnis über eine uniforme zeitliche Adaptation von Muskel und Sehne. Wir haben jetzt bestimmte
Experimente, wo wir diesen Stimulus auf verschiedene Mannschaften inkludiert haben. Es ist nicht lange, 15, 20 Minuten. Und hoffen wir demnächst zu sehen, wie das ausgewirkt hat. Und letztens eine Entwicklung im leistungssportlichen Trainingsprozess, anwenden Markersystem, um diese abgestimmte Muskel-Sehnenadaptation und das Verletzungsrisiko zu bewerten. Aber wir haben gestern oft gesprochen, im Athleten, aber nicht nur im Athleten, wenn man auch in die Medizin schaut, also in der normalen Bevölkerung, ein Problem ist individuell. Präzise Leistungssteuerung und Diagnostik zu machen. Ich muss diese Individualität betrachten. Ich habe jetzt gezeigt, Resultate von Gruppen. Natürlich, nicht alle Athleten zeigen eine hohe Inhomogenität oder hohe Fluktuationen in der Sehne. Sehen wir hier zum Beispiel, das sind individuelle Daten. Das sind hier die Athleten, hier sind die Controls, also die Nicht-Athleten, und hier ist der Sinus-Ähnlichkeit. Man sieht, dass die Kontrollgruppe natürlich eine höhere insgesamte Ähnlichkeit zwischen Entwicklung der Adaptation, Muskel und Sehne zeigen, als die Nicht-Athleten. Aber es gibt Athleten, die nicht ganz gut sind. Das Gleiche hier mit der Fluktuation der Beanspruchung. Natürlich die Nicht-Athleten geringere Werte, aber es gibt auch Athleten, die ganz gut drauf liegen. Was wir gemacht haben, alle die bis jetzt Werte, die wir ausgewertet haben, die sind um die 140 Nachwuchssportler und Sportlerinnen hier abgebildet. Was man so hier sieht, das ist hier die maximale Dehnung während eine maximale willkürliche Kontraktion. Hier sind die Anzahl individueller Daten von Athleten, Nachwuchsleistungssportler und Sportlerinnen. Ich habe ja ganz am Anfang gezeigt, dass die Deformation, die Dehnbarkeit, die Elastizität der Sehne sehr gut für Leistungen, sportliche Leistung ist. Das heißt, man muss dem Muskel auch in der Lage sein, die Sehne zu dehnen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und in etwa 6–7% Dehnung, das ist der grüne Bereich. Wir sehen aber, wenn wir Richtung 9% oder unten gehen, dieser grüne Bereich wird dünn. Und wir sehen sowohl hier unten Athleten, und wenn sowas man findet, ich würde sagen, aha, da ist Muskelkraft angesagt. Also Muskelkrafttraining als Priorität. Wenn wir in dem anderen Bereich hier sind, dann ist das Sehnetraining angesagt. Und das kann man individuell schauen, durch diesen Marker. Auch interessant wird das sein, wie das innerhalb von einer Trainingsperiode das ist. Wir sehen hier, das sind Athleten. Hier sind Nicht-Athleten. Wir sehen bei den Athleten einige, die sind im grünen Bereich, aber oft auch ganz unten, wo sie Muskelkrafttraining notwendig sind. Einige sind in den oberen Bereich und einige zeigen eine hohe Variabilität. Die Kunst sein wird, wie schaffe ich welches Training jetzt? Wie kann ich das Training im Prinzip korrigieren? Vielleicht veranstalten, dass ich in diesem grünen Bereich überall brauche. Und wer sieht, aha, die Nicht-Athleten, die brauchen auch Krafttraining, was man auch jeder sozusagen sehen kann oder vermutet. Danke. Ich möchte jetzt mal die gesamte Gruppe jetzt des Konsortiums hier bedanken. Alle, die dann mitmachen, das ist, denke ich, habt ihr dann auch gesehen, auch gefühlt, dass wir eine sehr gute Gruppe, die miteinander sehr gut zusammen und gerne zusammenarbeitet. Und das natürlich das ist ein Verdienst von Urs. Urs, nochmal vielen, vielen Dank. Natürlich bedanke ich mich Bundesinstitut für Sportwissenschaft für die ganze Unterstützung des Kings. Aber Sie haben gesehen, da gibt es auch andere Studien, die wir so gemacht haben. Also wir forschen jetzt in der Sehne über 10 Jahre und viele von dieser Forschung wurde vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft finanziert. Vielen, vielen Dank und natürlich
die Dr. Andrea Horn. Andrea, vielen, vielen Dank für die ganze nette Begleitung. Ihr wisst natürlich, die Wissenschaftler denken ein bisschen anderes als jetzt die Geldgeber. Also immer wieder, die kommen mit neuen Ideen, mit neuen Wünschen, weil das eine und das andere vielleicht nachgedacht wird. Bis jetzt hatten wir tolles Verhältnis und alle wissenschaftlichen Wünsche, kann ich mal so sagen, würden erfüllt. Letztendlich möchte ich meine Gruppe hier in Berlin bedanken. Das ist, wie ihr seht, eine sehr, sehr nette Gruppe. Und dazu möchte ich sagen, ich bin stolz. Es ist eine interdisziplinäre Gruppe. Und ich glaube, das ist etwas, was notwendig ist heutzutage. Sind Sportwissenschaftler, die sind Physiotherapeuten, sind Biologen, sind Mathematiker, sind Physiker dabei. Und vor allem ist international, von mehreren Ländern und Nationalitäten. So, und letzte Abbildung. Wir haben jetzt hier bei uns hier die Berliner Methode, also das haben meine Mitarbeiter jetzt, gestern habe ich eine E-Mail bekommen über praktische Empfehlungen für Sehnentraining. Das könnt ihr unter diesem Link so finden. Und wir sind natürlich immer bereit, wenn es die eine oder die andere Frage existiert, versuchen zusammen zu diskutieren. Vielen Dank. Lieber Diamantes, herzlichen Dank für den eindrucksvollen Vortrag. Ich würde das Publikum erstmal bitten, gegebenenfalls Fragen zu stellen. Dort, bitteschön, Albert. Ja, Diamantes, wirklich ein sehr, sehr schöner Vortrag. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wirklich eine runde Sache. Und ich glaube, du hast es sehr differenziert gezeigt, wie die Belastungsparameter auf die Qualität der Sehne wirken. Was mir jetzt vielleicht im Schluss noch die Frage wäre, wie ist in deiner Welt so ein Modell zu bewerten wie aus einer vorpuberalen Sehne, also so einem Sechsjährigen, der in die Pubertät dann später kommt, bis zur Adoleszenz. Wir sehen ja in der Adoleszenz, dass die Querschnitte größer werden können, was wir ja nachher nicht mehr unbedingt sehen. Wie geschieht die Reifung der Sehne unter sportlichen Gesichtspunkten, wenn man diese Zeitspanne, sagen wir mal, von der Vorpubertät bis zum Erwachsenenalter sieht in deiner Welt? Ja. So, Albert, wie du das jetzt die Frage gestellt hast, von Vorpubertät bis jetzt zum Alter, die Frage kann ich nicht beantworten. Wie gesagt, wir können das diskutieren. Ich habe die eine oder die andere Hypothese. Was wir so wissen, also es gibt ja nicht viele Studien im Prinzip in diesem Bereich. Querschnitte der Sehne im Präpubertären, aber auch so 12, 14 Jahre alt, sage ich mal so, richtig gemessen gibt es nicht. Die sind einige mit Ultraschall und so weiter und so fort, aber da die Methode ist, das haben wir gezeigt, also deswegen bewusst machen wir das nicht. Da glaube ich, diese Ergebnisse oder beziehungsweise die Evidenz, die Reliabilität und Validität ist nicht gut. Was wir aber wissen, ist, dass, auch was ich hier gezeigt habe, dass die Steifigkeit der Sehne im Prinzip steigt. Sowohl vom Kinderbereich, also wenn man sieht, die 9 Jahre alt mit den 12 Jahre alt, da ist ein großer Sprung. Und zwar ein Faktor über zwei, ja. Und dann sieht aber eine mehr oder weniger lineare Zunahme, sowohl in der Steifigkeit als auch in der Muskelkraft. Das Training, die Belastung, hat auch einen Effekt. Wir haben so gesehen, also direkt die Alter nach oben, aber auch die Nachwuchsleistungssportler, also die Sportler, in einem höheren Niveau als die Kontrollgruppe. Im präpubertären Bereich. Und das ist, wie gesagt, also die Ergebnisse, die habe ich jetzt, also die sind jetzt vor 3, 4 Tagen im Prinzip fertig. Wir haben auch verfolgt innerhalb von einem Jahr, die sind Turnerinnen, wo wir das Gleiche, jede 3 Monate im Prinzip gemessen haben. Wir haben das noch nicht alles ausgewertet. Was
wir gesehen haben, zumindest was ich so gezeigt habe, man sieht eine Zunahme in der Muskelkraft bei den Athleten. Die Steifigkeit der Achillessehne, die bleibt runter. Scheint da nicht viel in der Achillessehne passiert zu sein. Wenn man das aber mit Tendinopathien, Prävalenz von Tendinopathien irgendwo in Zusammenhang bringt, sieht, dass man in diesem Alter nicht hohe Prävalenz existiert. Ich habe das extra, diese Daten, in diesem Modell, grün, wenig und so weiter und so fort. Und diese Athletinnen und Athleten im präpubertären Bereich, die liegen in den unteren Bereich. Das heißt, die sind nicht, dass die überbeansprucht werden. Und vielleicht ist das. Aber das sind jetzt die ersten Resultate. Ich möchte nicht so viel dazu. Aber nur noch eine kleine Nachfrage. Vom Knochen weiß man ja, dass er nach der Pubertät, in der Adoleszenz, in seinem Querschnitt einigermaßen fixiert ist. Der Mensch muss mit dem Knochenquerschnitt durch das Leben gehen. Das Einzige, was er durch Training noch machen kann, ist den Knochen mehr oder weniger steif machen durch Training. Würdest du so weit gehen, zu sagen, dass der Sehnenquerschnitt ebenfalls nach der Pubertät, also nach der Adoleszenz, festgelegt ist und dass dann nur noch die Variation über die Steifigkeit möglich ist durch das Training? Oder würdest du das für die Sehne anders sehen? Ja, sehr gute Frage. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil, wie gesagt, wir haben nicht so viele Daten in dem Bereich zwischen 9 und 16 Jahren, also richtige Daten. Wir haben ja eine Zunahme, 27% der Querschnitt von 16 zum 18. Ich denke, darüber hinaus, also 20 beim erwachsenen Personen, da ist Schluss. Durch Training, man findet immer vielleicht so diese 14, 10, 15% Änderung, aber da ist nicht viel durch Hypertrophie der Sehne zu holen. Was da aber möglich ist, um die Steifigkeit zu beeinflussen, sind die Materialeigenschaften, also das E-Modul. Ja, hallo. Ja. Hier vorne auch danke von meiner Seite für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Eine Verständnisfrage zu den letzten 2 Folien, die du gezeigt hast, die Zusammenfassung und die Ausblickfrage. Wenn ich jetzt annehme, ich mache das optimale Krafttraining und das optimale Sehnenadaptationstraining, gibt es dann eine Phase, wird es dann immer noch eine Phase geben, wo es diese Disbalance gibt, weil die Sehne sich einfach langsamer anpasst, oder wie du in der letzten Folie gesagt hast, es ist eine uniforme Anpassung möglich? So, ich sage mal das etwas, was ich so hier in Deutschland gelernt habe. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also natürlich gehe ich davon aus, wenn ich dieses Training mache, dass diese Homogenität im Prinzip verstärkt wird. Kontrolle muss man aber dabei sein. Vielleicht funktioniert das. Das muss ich etwas dann korrigieren in meinem Trainingssteuerung. Ich weiß nicht, also, wenn ich jetzt diesen Reiz auf eine Mannschaft einbringe, ich gehe davon aus, oder das ist ja die Erwartung, dass diese Disbalancen reduziert werden. Ob die alle bei allen das Gleiche passiert, ich kann das nicht festmachen, ich muss das kontrollieren. Aber das ist, so ist die Biologie. Ja? Ich meinte mehr so in Sachen Anpassungszeitverläufe. Wir wissen aus dem Training, das merken wir, dass Muskulatur und Leistungsfähigkeit sich relativ schnell anpasst. Muskeln werden größer, die Athleten springen höher. Aber die Sehnenanpassung, die entzieht sich in der Praxis halt unserer Einsicht, ob sich da die Anpassung angepasst hat. Und da hattest du jetzt mindestens 12 Wochen Training, während wenn ich nach 4 Wochen keinen Kraftzuwachs messbaren gemessen habe, dann habe ich im Training irgendwas falsch gemacht. Also würde ich doch jetzt annehmen, dass selbst bei einem optimalen Training wir nach wie vor aufpassen sollten, dass es da eine Phase der Disbalance wahrscheinlich geben wird.
Also datenmäßig, sage ich mal so, wissenschaftlich Evidenz gesehen, kann ich die Frage jetzt hier nicht beantworten, weil wir haben noch nicht die Daten ausgewertet. Wir haben dieses Training, du weißt, das schon impliziert, auch inkludiert. Wir wissen noch nicht, ob das wirklich eine Reduktion der Disbalancen verursachen wird. Das wissen wir nicht im Moment. Ich gehe aber davon aus, dass nicht alle Athletinnen nicht in dem roten Bereich gehen, sondern dass eventuell noch der eine oder das andere, der andere existiert, die dann eine Korrektur und eine Präzision, das ist präzise Diagnostik und Steuerung, dann existieren wird. Bin ich jetzt bei Ihnen? Ja. Und zwar das Thema Patellasehne. Ich bin genau in dem Altersbereich U15 bis U17 tätig. Und Patellasehne, wenn die bei uns auftritt, sind wir auch medizinisch gut versorgt, ist es in der Regel altersbedingt, also wachstumsbedingt. Und ich habe festgestellt, wie gesagt, wir sind ja eigentlich mehr oder weniger im Freihandeltraining unterwegs. Und wir achten sehr darauf, dass die gesamte Muskelbewegungsablauf komplett eingehalten wird und steuere eigentlich maschinenmäßig nur gegen, nach jeder Freihandelübung, dass sie dann noch an der Maschine einen Beinbeuger machen müssen. Also die Beinbeugerübung mit 10 bis 20 Wiederholungszahlen. Weil ich festgestellt habe, dass wir das schwer haben, die Balance zwischen vorne und hinten herzustellen. Seitdem ich das mache, habe ich wesentlich weniger mit der Patellasehne in dem Altersbereich zu tun. Und mit der Achillessehne, weil Sie hier auf die Plyometrie eingehen, haben wir eigentlich gar keine Probleme. Aber wir arbeiten natürlich sehr intensiv in dem Bereich Leiter, Treppe, Seilsprung, Banksprünge, alles was so Plyometrie ist. Und habe eigentlich mit der Achillessehne gar keine. Also ich bin das erste Mal durch Ihren wissenschaftlichen Vortrag so extrem auf Thema Muskulatur, Sehne gebracht worden. Und was ich festgestellt habe, wir hatten ja vor 10 Jahren, kam ja dieses Thema Kreatin so mächtig auf. Und die Jungs, Kreatin. Und die Jungs haben das ja eimerweise bei mir genommen. War ja frei verfügbar. Und da fing eigentlich das an mit den Patellasehnen und den Achillessehnen. Und seitdem ist das eigentlich auch nicht mehr. Und seitdem haben wir wesentlich weniger bis gar keine Probleme damit. Also ist das wirklich so extrem, wie Sie das hier darstellen, was wir für die Sportart Eishockey bei uns eigentlich nicht so feststellen können? Ja, also fangen wir an mit älteren Personen und so weiter und so fort oder älter werdende Personen. Dann natürlich gibt es eine Degeneration der Muskulatur, das wissen wir alle, aber es gibt auch eine Degeneration der Sehne. Also die Steifigkeit der Sehne, die wird reduziert mit Alterswerden. Also sprich, die älteren Personen, die zeigen auch eine geringere Steifigkeit der Sehne. Nichtsdestotrotz, die kann auch trainiert werden, beziehungsweise die Adaptationsfähigkeit auch bei älteren Personen in Bezug zur Änderung der Eigenschaften der Sehne ist da. Das ist das bewiesen auch, also es gibt solche Studien. Jetzt Plyometrie und so weiter und so fort. Das müssen wir ja, gestern haben wir Plyometrie und so weiter, ist eine Definitionssache-mäßig. Natürlich, wenn man so kleine Sprünge macht, wo dann die Belastung relativ gering ist. Also wenn ich jetzt mit solchen Sprüngen in einen Bereich gehe, wo die Dehnung, also die Deformation in der Sehne, was weiß ich, 3%, 4% ist, dann sollte überhaupt kein Problem so sein. Nur, wenn ich so richtige Tiefsprünge mache, also sprich jetzt von 40, 60 cm runter, und habe ich Kontaktzeiten von 120, 140, 180 Millisekunden, 160 Millisekunden, was in der Trainingspraxis sind. Das sind Belastungen, die haben wir vor ungefähr 20 Jahren im Prinzip mit Pavokomi gemessen. Das sind Belastungen, die dann nah an der Grenze gehen. Also die Grenze, die ist dann vielleicht mit 9 Kilonewton pro Quadratzentimeter. Und bei solchen Sprüngen, die Belastung ist in etwa bei 7. Also sehr nah. Und da kann ich mir vorstellen, dass da
solche Probleme auftreten, wie die epidemiologischen Studien auch zeigen. Die zeigen ja, die Prävalenz von Tendinopathien bei Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Sprungdisziplinen ist über 40%. Bei unseren Volleyballathleten, das ist ein Nationalkader, wir haben über 50% Beschwerden innerhalb von einem Jahr gehabt. Noch eine Frage? Wäre es denkbar, dass die von Ihnen beschriebene Fluktuation bei Leistungssportlern, was die Adaptation von Muskel und Sehne angeht, wäre es möglich, dass das auf unterschiedliche Wachstumsmuster von Leistungssportlern gegenüber der Normalpopulation zurückzuführen ist? Wir hatten nämlich zuletzt einige Studien, die gezeigt haben, dass Leistungssportler intermittierend wachsen, das heißt in Phasen intensiven Trainings weniger wachsen und dann in Pausephasen größere Sprünge machen. Wäre das für die Sehneneinheit oder die Muskelsehneneinheit auch denkbar? Theoretisch ja, ich weiß es nicht. Es gibt eine Studie, die dann jetzt ganz gut gezeigt hat, das gibt es auch das, was hier Albert Kolkhofer im Prinzip hier angedeutet hat. In diesem Wachstumspeech, dann wird ja das gesamte Skelettsystem im Prinzip gewachsen, also die Knochen und so weiter und so fort. Und dann gleichzeitig folgt auch die Sehne, also die Länge der Sehne. Und da sind Phasen im Prinzip, aufgrund, kann ich mir vorstellen, ne, wenn das jetzt die Sehne sich anfängt, schnell länger zu werden, aufgrund der Wachstum vom Knochen, dann gibt es Phasen, wo der Querschnitt reduziert wird. Und dann, wenn der Querschnitt an diesen Phasen reduziert wird, dann sind ja die Beanspruchungen bzw. die Belastungen dann höher. Kann es theoretisch sowas vorkommen? Ich weiß es nicht.